Hi Leute, willkommen zu Dragon Bebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau und einige andere, aber das kennt ihr ja schon alle, rede ich mir immer den Mund fusselig. Unser heutiges Thema wird sein der zweite Teil von der Pionier-Axt für den Grabenkampf. In dem Teil werden wir das Ganze jetzt schleifen, so wie es dann halt nachher sein soll, und dann pinseln. Ich hoffe mal, das Teil reicht noch, also dass das nur insgesamt 2 werden. Ja, dann will ich mir auch kurz fassen. Wenn euch das Thema beim ersten schon interessiert hat, bleibt dran. Wir sehen uns. Dann wollen wir mal direkt loslegen, Leute. Und zwar bin ich hingegangen, habe jetzt das Ganze hier schon mal was geschliffen, damit das ein bisschen nicht ganz so lang wird, das Video. Habe auch einen Denkfehler. Ihr hattet ja, ich hatte ja hier immer noch so ein Fliegengitter noch mal zusätzlich drüber. Lasst das weg. Weil, muss jetzt nicht, weil ich muss dann nämlich hier oben das abschneiden. Sonst hätte ich nämlich nicht vernünftig schleifen können. Nur so als kleiner Tipp. War ein kleiner Denkfehler. Bei der einen hier bin ich schon ein bisschen weiter. Da habe ich nämlich schon mal ein bisschen rumexperimentiert. Das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar das ganze Teil. Fangen wir hier an. Ja, fangen wir bei dem hier an. Hier habe ich schon mal die Klinge reingeschnitten. Hier schon mal für das Pickelteil. Dann habe ich hier eine Linie gemacht rundherum und habe das schon mal so ein bisschen reingeschnitten, damit man hier nicht noch mal eine Matte drauf, sonst wird das mir nachher zu dick. Dann habe ich mir, ich glaube das sind jetzt 6 oder 8 cm, und dann habe ich mir noch mal die Breite von einem Lineal, sag schnell, Anschlagwinkel genommen. Nehme ich immer gerne, die Breite ist immer schön. Habe schon mal eine 3er Matte ausgeschnitten. Und aus 6er Matte habe ich einfach Kernstab genommen, ein Stück. Zeige ich euch jetzt mal. Einfach die breitere Seite aufgelegt. Mache jetzt mal 2 Teile da draus. Brauche ich ja für den anderen, brauche ich ja auch noch. Schneide mal ein bisschen mehr da ab. Habe das Ganze jetzt auch ein bisschen länger gelassen. Da seht ihr gleich auch warum. Und zwar hat das Teil, wird ja festgeklemmt. Hier kommt noch so ein Metallklemme, Bügel rum. Und hier sind eigentlich noch so 2 Metallteile, die quasi das Ganze dann wie so ein Keil festhalten sollen. Und das hat am Ende, ist das so ein bisschen nach oben geklappt. Ne? Also quasi... Jetzt übertrieben, ist natürlich nur so ein kleines Stück, so ein Zentimeter oder so, aber jetzt übertrieben quasi so. Ne? Jetzt habe ich mir überlegt, wie ich das am besten hinkriege. Ist mir natürlich wieder was total Geniales eingefallen. Naja, so genial auch nicht, aber das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit. Gehe da hin, macht eine gerade Linie. Ja, ich zeige euch das einfach mal mit dem Dings. Ja, ich mache das schon mal hier. Kann man das vielleicht besser im Video sehen. Im Endeffekt schneidet dann nur so ein kleines Dreieck quasi rein. Wie gesagt, ihr macht dann am besten, ich mache jetzt hier bei allen, das mache ich mal, ne? Macht dann eine halbwegs gerade Linie. Ich hoffe, das kann man sehen. Das ist jetzt nur, damit er das ein bisschen visualisiert. Und dann geht er hin, schneidet das quasi auf der Linie ein, aber nicht zu tief, ne? Nicht, dass er durchschneidet, und dann geht er von der linken Seite ein paar Millimeter, macht eine leichte Schräge rein und von der anderen auch, also quasi wie ein Dreieck. Ne? Ich hoffe, das kann man so sehen, und dann könnt ihr das nämlich schön nach oben klappen. Ne? Dann habt ihr das so. Seht ihr dann jetzt gleich, machen wir bei dem jetzt auch noch, dann kann ich nämlich alle 4 Teile auf einmal kleben. Wie gesagt, müsst ihr dann gucken, nicht zu tief, können auch ruhig schon so ungefähr die Hälfte, sagen wir so 3 mm ungefähr, dann könnt ihr das nämlich schön knicken. Wie ihr seht, ne? So, dann geht er hin. Ich bin jetzt mal wieder zu faul für ein Pattex. Nehme ich einfach wieder die Heißklebepistole. Da macht er einfach ein bisschen Kleber da rein. Dann haltet er da, das könnte ruhig ein bisschen mehr, wie es halt werden soll. Das soll ja nachher so 90 Grad Winkel sein, aber macht ruhig mehr, das ist nicht schlimm. Das biegt sich dann auch wieder zurück. Das Ganze lasst ihr dann erstmal gut abkühlen. So,
Wie gesagt, dann habe ich hier eine Linie reingemacht. Machen wir hier am besten direkt auch mal, da ihr das seht. Wenn ich dann mal den Kugelschreiber wieder finde, den ich hier schon wieder irgendwo versteckt habe. Also ich will, hier haben wir. Sieht alles wieder ziemlich wild durcheinander gewürfelt aus. Ich versuche mal ein bisschen Ordnung reinzubringen. So. Zwar bin ich hingegangen, hab dann so ungefähr, weiß ich nicht, sollen wir hier mal messen. Das waren hier auch 6 cm. Dann machen wir das hier auch. Bei der Schablone hätte ich das vielleicht hier diese Schräge gar nicht so weit machen müssen, aber naja gut. Wie gesagt, war jetzt die ersten Prototypen. Bin eigentlich schon recht zufrieden. Bin mal gespannt, wie sie nachher dann aussehen, wenn sie fertig sind. So, dann haben wir das hier schon mal. Dann habe ich, weiß jetzt ja nicht. Wie gesagt, von hier hatte ich dann auch noch mal 6 cm. Mit so einem Geodreieck ist eigentlich immer ja nicht mal so schlecht, weil du hier diese Linien drauf hast. Das kannst du das ganz gut mit anlegen. So, und dann nehmen wir noch Anschlagwinkel. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Das tue ich einfach mal von Hand. So. Den brauchen wir erstmal nehmen, den legen wir auf Seite. Dann bin ich hingegangen und habe quasi hier die Schräge bis hier nochmal rausgeschnitten. Wie gesagt, das war jetzt noch nicht so ganz das Optimale, weil ich mir das so ausgetüftelt habe. Ich merke auch schon, ich bin ja relativ nah am Fliegengitter. Das ist dann nicht so schön, weil dann immer das Ding so schnell stumpf wird, das Cuttermesser. Wie ihr seht, da muss ich schon ganz schön säen. Das ist unglaublich, wie schnell durch das Fliegengitter das Cuttermesser immer stumpf wird. Schon ein Stück Leder gehabt. Aber wir haben ja den Schleifstein, können wir mal schnell wieder nachschleifen. So, das ist noch nicht so hundertprozentig, aber ich glaube, da kann man schon mit arbeiten. Geht. So, hier schneiden wir auch noch mal drüber. Wie gesagt, das ist immer unglaublich, wenn an das Fliegengitter dran kommt, wie schnell das Cutter stumpf sind. So, und zwar, ich hoffe mal, die Dinger sind jetzt soweit abgekühlt. Da habe ich wirklich mit der Haut runter. Na, ist nicht schlimm. Dann tun wir das Ganze, legen wir hier mal ein bisschen hier oben drauf. Das kann ruhig ein klein wenig überstehen. Machen wir einmal hier. Das hier können wir auch ein bisschen überstehen lassen. Das ist jetzt nicht so tragisch. Dann haben wir die zwei schon mal auf der richtigen Länge. Das schmeißen wir mal hier rüber. Dann machen wir hier noch. Das mache ich jetzt mal wieder freihand. Das ist für das Achsblatt schon mal die Schneide. Das ist schon mal so. Und dann gehen wir hin. Ich nehme jetzt hier die Kante. Mache ich jetzt einfach mal. Das mache ich dann auf beiden Seiten. Und dann habe ich eine einfach gemacht. Ich nehme dann hier die Linie, dann wieder das Geodreieck mit. Dann nimmt er hier so eine Linie als Hilfe und nehme einfach hier die Spitze. Ja. Wie gesagt, ich versuche das Ganze diesmal ein bisschen einfach zu gestalten.
So. Dann mache ich hier eine 45 Grad Schräge rein, da auch. So. Und dann können wir nämlich von hier aus. Dann nehme ich dann die Linie hier so ein bisschen als Orientierung. Hier unten nicht so ganz, weil ich will das nicht ganz so breit dann haben. So. Wie ihr seht, das geht eigentlich ganz gut. Da will ich noch ein bisschen weiter rein, aber ist nicht schlimm, das schleifen wir dann. So, dann haben wir einmal das, einmal das. Schleifen müssen wir sowieso danach noch ein ganzes Teil. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon mache. Ich glaube, das machen wir jetzt schon. Dann gehen wir hier bei der Linie auch noch mal hin. Schneiden das ein klein wenig ein, so 2 mm oder so. Dann machen wir hier auch noch eine Schräge. Schleifen wir jetzt gleich auch noch mal nach. Wie gesagt, dann braucht er nämlich hier nicht nochmal eine Dreiermatte auf das Ganze draufkleben. Gehe ich jetzt mit dem Schmirgel hier mit der Runden und werde dann noch ein bisschen was runter. Das ist dann quasi so der Übergang zwischen Holz und Metall. Damit es sich so ein bisschen abgrenzt. Das ist jetzt ein bisschen breiter wie die 10 mm. Dadurch, dass der Kernstab ja 12 ist. Aber ich wollte auch hier diese Kante nämlich haben. Ja. So, machen wir auf der anderen Seite auch. Bin mal gespannt, wie das Ganze nachher aussieht. Bin da selber noch nicht so ganz überzeugt, aber ich glaube, ich bin da auf dem guten Weg. Wird nicht so hundertprozentig wie das Original, aber ich denke mal, ich werde schon halbwegs dran kommen. So. Dann haben wir die Teile jetzt. Da schneide ich schon mal ein bisschen kürzer. Nicht zu kurz. Und den Rest den schneiden wir dann gleich bei, wenn ich jetzt hier das Ding drum gemacht habe. Da fangen wir am besten machen wir hier. So, das sieht doch schon mal ja nicht mal so übel aus. No? Gehen wir jetzt hin, das ist ja von den Dingern nicht so wirklich lang. Schneiden wir hier ein bisschen noch ab. Da auch. Und schon haben wir die Teile dran. Ne? So. Dann gehen wir jetzt hin. Das Gröbste haben wir ja schon. Der Stiel, der sieht noch ein bisschen schief und krumm aus. Damit das dann besser in der Hand liegt, machen wir mal wieder so eine 45 Grad Phase rein. So, ich glaube, das ist schon mal soweit gut. Allerdings will ich das hier unten noch ein bisschen dicker machen, also so ein bisschen wie so eine Art Knauf. Ja, das machen wir auch. Gut, dass ich von dem matten Stück noch was hier rumliegen habe. Seht ihr, dann haben wir das jetzt auch schon so ein bisschen dicker. Hier gehen wir auch noch mal drüber. Je nachdem können da natürlich auch noch ein bisschen Bleiband rein, aber bei der Länge sehe ich noch von ab, dass da kein Bleiband rein. So, jetzt fehlt noch genau 2 Teile. Und zwar dann habe ich das Locheisen genommen, weil auf dem Ding hier ist irgendwie auch so eine Niete noch drauf zu sehen. Machen wir auf beiden Seiten einfach so mittig drauf. So, mal gucken.
Wie gesagt, da könnt ihr natürlich auch wieder einen Heißluftföhn. Ich nehme jetzt einfach mal den Lötkolben und werde das damit ein bisschen glätten. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Ja, dann werden wir das Ganze wieder mit Schwarz pinseln. Kennt das ja schon. Machen wir diesmal wieder mit Flexi-Paint. Die Schichten sind jetzt schon mal drauf. Habe schon mal hier so ein bisschen Holzmaserung gemacht. Das werde ich jetzt hier bei dem auch noch unten machen. Kann man mal hier liegen. Die Holzmaserung an den und den Stellen hier haben wir drauf. Hier haben wir ohne Riefen drin, hier mit. Dann gehe ich jetzt erstmal wieder mit Silber drüber. Nehmen wir uns wieder ein Stück Zeitungspapier. So, das Silber ist jetzt soweit trocken. Dann werden wir jetzt mal anfangen mit dem Holz. Dann nehme ich mir transparentes Flexi-Paint. Ups, das war ein bisschen sehr viel. Dann werde ich jetzt mal hingehen und schon mal so ein bisschen mit Ocker drüber. Okay, das Ganze ist jetzt soweit trocken. Das ist ein bisschen hell noch. Da ist das Ganze jetzt erstmal wieder ein bisschen nachdunkeln. Das ist jetzt so weitgehend trocken, das Schwarz. Also ein bisschen sehr dunkel stellenweise geworden, aber ist nicht so schlimm. Ich werde jetzt an ein paar Stellen noch ein bisschen wieder mit Silber drüber gehen. Und dann werde ich noch so ein bisschen Rost machen. Jetzt nicht übertrieben viel, aber so ein bisschen. Und wie gesagt, die wollen wir ja ein bisschen ranzier machen. Da habe ich noch ein bisschen, ich hoffe, dass das nicht eingetrocknet ist. Ja, das sieht mal gut aus. Von dem Braun, wo ich den Stiel mitgemacht habe. Dann werde ich hier noch so ein paar Stellen setzen, wo dann ein bisschen mehr Rost ist. Also so ein bisschen dunkler. Dann geht es jetzt ans Topcoaten. Dann nehmen wir wieder hier den matten von Flexi Paint. Den Pinsel, natürlich nicht vergessen, wieder eine Unterlage. Und dann werden wir das Ganze jetzt mal Topcoaten. Bin mal gespannt. Sieht schon ziemlich gut aus. Es ist mal wieder verbracht. So sehen die Dinger jetzt aus. Ja. Ich hoffe, das kann man so gut sehen. Ja. Ich hätte jetzt hier oben noch so das von den Stangen hier machen können. Aber ich wollte jetzt nicht zu aufwendig werden. Also das hätte jetzt noch so, wäre vielleicht noch so das i-Tüpfelchen geworden. Aber wie gesagt, ich wollte nicht zu aufwendig machen. Aber ich denke mal, so im Großen und Ganzen sind die ganz hübsch geworden. So, denkt dran, wo wir schon wieder mal dabei sind, am Ende, vergesst nicht zu abonnieren, da ihr keins meiner Projekte verpasst. Würde ich mich tierisch darüber freuen und ihr unterstützt mich dabei. Mal wieder Dank an alle, die bisher mich mal angeschrieben haben, wie auch immer, für die tollen Videos. Freut mich immer wieder, dass ich den Leuten ein bisschen Inspiration und Hilfe geben kann bei ihren Projekten. Und dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.